Schwarze Kuh ist unser landwirtschaftlicher Betrieb im Nebenerwerb. Wir bewirtschaften 30 Hektar und haben zurzeit mit der Nachzucht ungefähr 50 Rinder, wovon 17 unsere Herde, also unsere Muttertiere sind, und der Rest ist die Nachzucht. Wir vermarkten unter dem Namen Schwarze Kuh unsere Rinder in der Direktvermarktung nach Berlin und in die Umgebung hier in Brandenburg. Und wollen im Prinzip das ganze Rind sozusagen in Fleischformat, also Nose to Tail, verkaufen. Nose to Tail heißt, alle Teile des Rindes werden vermarktet. Also wir verkaufen auch die Knochen, wir verkaufen im Prinzip alles das, was wir vom Schlachthof mitnehmen können. Das bedeutet alle Innereien, die freigegeben werden, sämtliches Fleisch und eben die Knochen. Rinderleasing bedeutet, dass wir den Leuten anbieten, dass sie bei uns ein 3 Monate altes Kalb quasi sozusagen wie eine Art Patenschaft übernehmen können. Sie bezahlen dann monatlich einen Beitrag für das Tier und haben nach 24 Monaten, wo wir so diese den Schlachttermin für unsere Tiere so angesetzt haben, können sie das Rind, dann wird es dann geschlachtet. Ich wollte einfach einen landwirtschaftlichen Betrieb haben. Und Rinder war das, was ich immer schon konnte, und somit sind wir dann bei den Fleischrindern gelandet. Angusrinder fand ich schon immer total toll. Und Angusrinder ist auch das, was die Leute kennen. Also es war klar, bei uns in dem kleinen Stil, wie wir es machen, geht nur Direktvermarktung, weil sonst kann sich das alles nicht rechnen. Wir hatten eben den Vorteil, dass meine Familie hier in der Gegend schon Landwirtschaft hat, weil sonst wäre das, glaube ich, alles gar nicht möglich gewesen. Also ich glaube, so komplett als Quereinsteiger, ohne Geld und ohne Land anzufangen, in einer Gegend irgendwo ist es unglaublich schwer, wenn man nicht gleich einen ganzen Hof übernehmen will und sich dann irgendwie anders mit anderen Verbindlichkeiten irgendwie da festlegt, wenn einem die finanziellen Mittel fehlen. Und unser Ziel war es eigentlich, uns allein wegen unserer ganzen, oder wegen der Kinder, jetzt uns nicht groß zu verschulden durch die Rinder und wirklich mit null Kapital das langsam alles aufzubauen. Unsere Kunden ist eigentlich komplett der Querschnitt durch die Gesellschaft, kann man schon so sagen. Also es sind jetzt nicht nur, wenn wir jetzt auf Berlin bezogen bleiben, wo nun mal unsere meisten Kunden leben, sozusagen die Muttis aus dem Prenzlauer Berg. Nee, es sind nicht nur die, sondern es sind auch Rentner, es sind Studenten, es sind natürlich auch Familien oder es sind irgendwelche Barbecue-Leute. Also es sind einfach alles Leute, die es zum Teil gut finden, diese Transparenz zu haben, genau zu wissen, von wem das Fleisch kommt und eben die Fragen direkt stellen zu können, die sie haben. Wir betreiben insofern Marketing, dass wir natürlich, wenn man einen Online-Shop hat, unsere Webseite haben, die wir natürlich nutzen, um unsere Kunden zu akquirieren. Aber um das jetzt mal zu schaffen, haben wir eben erstmal probiert, ein bisschen medial wirksam zu sein. Also neben eben normal dem Online-Shop, der Facebook-Seite und Rasmus, ich bin die Facebook-Frau, Rasmus ist der Instagram-Mann sozusagen, so macht jeder da seine beiden Sparten. Empfehlung für andere, man soll ihm auf jeden Fall Spaß machen, was man macht, weil es ist natürlich sehr zeitintensiv und wird sicherlich nicht immer gleich unglaublich lukrativ sein. Also ich glaube, wichtig ist, dass man mit Herzblut dabei ist bei dem, was man tut. Mein Onkel hat als Wiedereinrichter mit einem Betrieb begonnen. Ich bin mit 7 Jahren dann da in den Kuhstall gegangen und seitdem gefühlt nicht mehr rausgekommen. Also es ist einfach, ich konnte mir nie was anderes vorstellen. Es war von Anfang an klar, bei mir immer, alle wussten nicht, was sie werden sollen. Bei mir war klar, ich werde Bauer. Man muss schon zum Teil aufpassen. Also wir haben am Anfang die Erfahrung gemacht, dass man sich zum Beispiel, wenn man sich eben mit der brisanten Thematik Fleisch beschäftigt, dass wir auch irgendwann auch die ersten Hasskommentare von Veganern drauf hatten. Also man muss schon das gut sich einstellen und fing dann wirklich an, Leute zu blockieren. Ansonsten, was hat man für Empfehlungen? Immer dranbleiben. Also irgendwie
immer dranbleiben, viele Beiträge bringen, so einmal in der Woche oder zweimal zu unterschiedlichen Zeiten und sich da auch wieder mit anderen verbinden und netzwerken, dass man sich untereinander nennt und so einfach, um die Seite voranzukriegen. Ich denke, das ist eben sehr wichtig, weil die meisten Kunden kommen von hier, beziehungsweise es ist mir eigentlich auch sehr wichtig. Ich vermarkte zwar mein Fleisch offiziell in ganz Deutschland, bin aber eigentlich ganz froh über jeden Kunden vor der Haustür, weil ich der Meinung bin, es findet auch jeder irgendwo anders in Deutschland einen Landwirt, der genauso gut ihm sein Fleisch produziert.